Gut, dann gebe ich Frau Mojon das Wort und wir hören die französische Perspektive auf die laufenden Ereignisse. So, good morning, ladies and gentlemen. And first of all, I want to thank Impulswelle for this kind invitation. I am very happy to be here. Unfortunately, I will speak in English and René is going to translate. Frau Mojon bedankt sich herzlich für die Einladung und sie wird Englisch reden und ich werde sie übersetzen. And I will make a presentation which surely will contrast with the preceding one, showing I want to go a little bit in the past so as you can understand what is going on in France and what is at stake. Also diese Präsentation wird sich etwas unterscheiden von derjenigen, die Sie vorher gehört haben, denn Frau Mojon möchte ein bisschen in die Vergangenheit zurückgehen und schauen, wie sich die Dinge so entwickelt haben, dass wir heute an diesem Punkt stehen. Yeah. Well, you have to understand that there is now very big bitterness and anger in France in the population and a very deep division. There is all sort of division, but I would say the most important is between elites, so-called elites, and the population. Es gibt eine große Bitterkeit in Frankreich unter den Leuten und die größte Trennlinie geht eigentlich dahingehend, dass eine Elite das Land regiert und die Bevölkerung zunehmend nicht mit dieser Elite einverstanden ist. And also France, I would say in the last 30 years, followed the general trends which drove the Western world near the abyss it is standing today. There is a couple of things which are specific to keep in mind, if only for a reason, which is that France has still field of expertise in aeronautics, space industry, nuclear industries, and has also historical knowledge of Africa. Ja, eben Frankreich ist auch diesen Trends gefolgt, die in Europa vorherrschend waren, politisch und wirtschaftlich. Und man sollte sich aber auch daran erinnern, dass Frankreich eine große Expertise hat in den Bereichen, what were the different domains? Aeronautics? Ja, im Bereich der Flugzeuge ja. Und der Flugwirtschaft. Space Industry. Im Bereich der Raumfahrt. Nuclear. Und im Bereich der Nuklearforschung. Yeah. Plus all what relates to Africa, which is very important. Die Franzosen haben auch viele Kenntnisse, wenn es um Afrika geht. And what I want to point out is how in the 30 last years the main trend has been a loss of the industry, industrialization of France and the loss of productive capabilities which have been in a way methodically destroyed and which has been at the same time, this occurred at the same time that somehow the political influence faded away. Ja. Eben in den letzten 30 Jahren wurde ganz viel Industrie ausgelagert und Frankreich hat viele seiner Industriekapazitäten verloren und damit eben auch viel von diesem Know-how, das vorher angesprochen wurde. And besides what happened in the world at large, there is something which is very specific, I think, which is the corruption of the French elites. And when I mean corruption, it's not necessarily financial corruption, but it's first, of course, the arrogance of power, but conflict of interest, incestuous relations between the politics, media, bureaucracy, and exercised in such a way as to ensure that nobody may challenge in any meaningful way the policies which were being imposed. Ja, eben das ganz Spezifische für Frankreich ist die Korruption und sie meint hier nicht unbedingt finanzielle Korruption, sondern diese Art von Nepotismus, diese Vetternwirtschaft und eben Leute, die bestimmte Pfründe haben, bestimmte Vorteile sich sichern
Und da gehören eben die Medien dazu, die politischen Eliten, aber auch Wirtschaftsvertreter. Well, the power in France is today detained by a caste, and I employ this word, a caste, like in India, of people who just don't know what is going on next door. They are in their little cell, so to speak, bubble, and not only they don't have any empathy for people, but they have no imagination, and they are really like in a fortress in a way, you know, totally locked from inside, and where it is next to impossible to do anything if you are not acquainted with the right people who can introduce you to the right networks, and then it might be okay. Also Frankreich wird heute de facto von einer Kaste regiert, die völlig abgehoben von jeglichen Realitäten sich eingeigelt hat in ihrer eigenen Burg, und wer nicht dazugehört, hat auch nichts zu sagen und kann da keinen Beitrag leisten dazu. So can you take smaller units, because otherwise I miss some of the information. Okay. Just make smaller units. Okay. Thank you. So I bring this arrogance of power because it makes people so stupid, and I just want to pick up and I focus on that. I don't underestimate what the environment, general environment, but I want to focus on that. And I will just pick up the case of one among other as an illustration with Serge Turuk. Sie wird uns jetzt ein Beispiel geben von einem Mann namens Serge Turuk, der genau dieses Thema illustriert, also wie diese Eliten ein kleiner Machtgekungel unter sich aushandeln. Serge Turuk was the boss of this, how it is, excuse me, here, of this firma, which doesn't exist any longer, which is called Alcatel. And it was a world leader in telecommunication, mobile infrastructure, transmission, submarine cables, fiber optics, you know, all these type of things. Also dieser Serge war der Chef dieses Unternehmens Alcatel, das sich auf die Kommunikationswissenschaft verlegt hat, und da geht es um Fiberglas, Verbindungen, Kabel und solche Dinge, und natürlich eben vermutlich Mobiltelefonie. And now the management of this guy was so such a disaster that, I mean, he undertook, as this has been done thousands of times in other countries, but he undertook the fusion with the American company Lucent, and to create what was called Alcatel-Lucent, which was later brought by Nokia, the Swedish telephone company, and that was the end. And this is illustrated how it. So you see that Serge Turuk, and you see that the prices of the share, how it went to very high, and then it just totally vanished because it lost everything. Also dieser Herr hat die Fusion eingeleitet mit einer amerikanischen Firma, und an dieser Grafik sieht man dann sehr gut, wie das kurzfristig einen Spike gab sozusagen. Die Aktienwerte sind gestiegen, und dann war das Feuer aber ziemlich schnell verschossen und wieder vorbei, und die Aktienwerte sanken ins Bodenlose. And why I'm talking about this guy? Because I'm keeping a vivid remembrance of the time when he was praising the fabless company model, which pretend that for a company to make profit, one has to externalize the fabrication, the dirty fabrication, and keep control of the conception, the brain, which is nice and fine, but the other one is really, it's not so good. So you have to send it away to China, for example. Dieser Mann ist ein typisches Beispiel dafür, dass er immer behauptet hat, man müsse Industriekapazitäten outsourcen, also man müsse in Billiglohnländern herstellen lassen und nur sozusagen die operative Führung, das Gehirn der Firma in Europa behalten.
So this company doesn't exist any longer, and the job neither. But you had also, beside such company, you had, for example, you might remember because they were pretty known, Péchinet, Rhône-Poulenc, Arcelor, which were world leaders in their own activities, and they just have been brought by other and they just disappear now. Also es gibt weitere französische Firmen, die große Namen hatten, die genau auf die gleiche Art und Weise verschwunden sind wie dieses Unternehmen hier. Das heißt, man hat ausgesourced und irgendwann waren die Firmen am Ende und diese Firmen gibt es heute nicht mehr. And from Alcatel, I just want to go to another one, which again is an illustration, but to give you an idea how things goes, which is a case of Alstom. You might certainly know Alstom because it's a very big company, and it's a world leader. It's mainly known for train construction, but it has also a lot of other, how do you say that? They're working in other fields. Also die Firma Alstom kennen Sie bestimmt alle, nicht? Ein wichtiger Sitz ist ja noch in Baden, gleich hier in der Nähe. Und die konzentrieren sich zur Hauptsache auf Züge und haben aber auch noch andere Felder, die sie bearbeiten. Yeah. And around the year 2014, the world market of electricity production was dominated by 4 companies, Siemens, Mitsubishi, General Electric and Alstom. 2014 war der Elektrizitätsmarkt dominiert durch 4 Firmen, Mitsubishi, Alstom, Siemens und die vierte war noch GE, General Electric. Yeah. And Alstom was detaining 20% of the steam turbines world fleet and was standing as number 1 for gas and hydraulic power plants. Also Alstom hat 20% der Dampfkraftwerke, waren sie Marktführer und what was the other one? Und Wasserkraft, glaube ich. Ja, Gas and hydraulic. Gas und Wasserkraft, da waren sie auch sehr stark. Power plants, ja. And through entities as Alstom Grid, it was also among the first in electricity transportation, but it was mainly in the nuclear energy that Alstom was absolutely inescapable and was covering 30% of the world nuclear fleet. Also besonders in der Nukleartechnik waren sie auch sehr stark und da hatten sie einen Marktanteil von 30%. And it developed, among other things, a turbine called Arabelle, which was not only considered as the most reliable in the world, but which had the capability of ensuring up to 60 years life cycle for nuclear plants. Also sie haben eine besondere Turbine entwickelt, die nicht nur sehr leistungsfähig, sondern auch sehr dauerhaft war. And Alstom had contract with Rosatom in Russia, also with China, and plus, of course, taking care of all the 58 nuclear plants in France. Also die waren sehr gut vernetzt mit Russland, aber auch mit China, mit Rosatom in Russland, aber auch mit China. Und sie mussten sich auch um die über 50 Atomkraftwerke in Frankreich kümmern. So such characteristics would in themselves be enough to make of Alstom a strategic company. But now comes the most sensitive aspect. Also das würde eigentlich der Alstom eine sehr gute Basis geben, nicht um Marktführer oder marktführend zu bleiben und zu sein. And this is that Alstom was a provider of special turbines, which are key components of the nuclear-powered ballistic missiles submarine, which are key in French defense. They are an essential part of the nuclear deterrent capability of France. Also Alstom hat auch die Turbinen geliefert, die U-Boote benutzt haben der französischen Marine, und das ist eine ganz zentrale Komponente in der Verteidigung von Frankreich. So now this company, I make this description so that you get a picture.
Well, this company has been sold in 2015 for almost nothing to the American company General Electric. 2015 wurde Alstom dann an General Electric, die amerikanische Firma, verkauft für ein Butterbrot. And what does it mean? It means that the independence of the nuclear sector and altogether with the national defense has been given away. Also es bedeutet auch, dass die Unabhängigkeit der französischen Selbstverteidigung als Nation, nicht, und auch der ganzen Nuklearenergie, des Nuklearenergiesektors, das wurde aufgegeben und an die Amerikaner verscherbelt. When the Charles de Gaulle aircraft carrier has to change his turbine, he has to ask the now American firm Alstom General Electric, which is a little bit a problem. Also wenn zum Beispiel der französische Flugzeugträger Charles de Gaulle eine neue Turbine braucht oder da etwas repariert werden muss, dann muss man jetzt zu den Amerikanern gehen. Also man hat das nicht mehr in der Hand. So to make a long story short, because it's a very complicated story, but I will try to summarize it. The path to hell began for Alstom when the American intended a lawsuit against one of its employees, a deputy sales manager in the energy sector, on corruption charges following a deal in Indonesia. Also jemand wurde der Korruption angeklagt nach einer Wirtschaftskooperation, die er mit Indonesien ausgehandelt hatte. And this guy was put in custody one fine day of July 2013, right after landing in New York, and was not only treated as a villain, but was pressured to become an informant on behalf of the FBI from inside and against his own company, which he refused. Also diesen Mann hat man nicht nur verhaftet und in Gewahrsam genommen, als er in den USA ankam, sondern man wollte ihn auch unter Druck setzen, dass er eben sensitive Informationen an die amerikanischen Behörden aushändigt. Und er hat sich geweigert. And this guy, Frédéric Pierucci is his name, is still today in jail, sitting in high security jail. Sitzt immer noch im Hochsicherheitsgefängnis. And last April, a parliamentarian delegation mandated by the Commission of the National Assembly in charge of investigating on the sale of Alstom had to wait more than 1 month before receiving the green light from the American authorities to visit him. Also dieser Mann ist immer noch im Gefängnis und selbst Leute, die eigentlich eine Berechtigung hätten, dort hinzugehen, denen hatte man es nicht erlaubt, ihn im Gefängnis zu besuchen und mit ihm zu reden. So what happened is that this guy was left alone by his hierarchy, and you had plenty of people in high level who intervened in the wrong way. Also dieser Mann wurde völlig im Stich gelassen, vermutlich durch die Konzernführung, aber auch durch die französische Politik. Und manche Leute haben ihm geradezu geschadet mit ihren Interventionen. And most problematic is that when the sale was about to be done, the then economy minister was one Arnaud Montebourg, and he tried to prevent it at all costs. But finally it failed. Also als dieser Verkauf über die Bühne gehen sollte, nicht, ich nehme an, das ist als when Alstom was sold to General Electric. Is that yes, the issue? Als Alstom dann an General Electric hätte verkauft werden sollen, gab es verschiedene Interventionen, um diesen Verkauf eben nicht durchzuführen, aber das scheiterte dann alles. Arnaud Montebourg was had to leave. I don't remember what was the reason. And another guy was named, and I'm sure you know this guy. His name is Emmanuel Macron.
Ja, genau. Und jetzt kommen wir zu Emmanuel Macron, dem heutigen Präsidenten, nicht? Also derjenige, der sich gegen diese Fusion mit General Electric ausgesprochen hatte, der wurde dann der musste von der Bildfläche verschwinden und man hat ihn durch einen Mann ersetzt namens Emmanuel Macron, der sicherstellte, dass diese Fusion sang- und klanglos über die Bühne ging. And Emmanuel Macron, this was in 2014, if I'm not mistaken. Yeah, and he became the economic minister at that time. And although we don't know, as you see, this story was a very big scandal. This is one of the articles where they, cover this state scandal. Macron wurde dann 2014 Minister für Wirtschaft, nicht? Und hat diesen Background und es gab da eben einen Skandal, da ein Interessenkonflikt herrschte, nicht? Einerseits Minister zu sein, andererseits diesen Verkauf einzuleiten. Yeah. And, also das illustriert diese Art von Korruption, diese Art von Vetternwirtschaft, von der Sie am Anfang geredet haben. And what is known is that it's finally Emmanuel Macron who advised then President Hollande to allow this sale to General Electric. Ja, und Macron hat damals den Präsidenten Hollande dahingehend beraten, dass diese Fusion eben über die Bühne geht. So I just wanted to spend a little time on this, just to give you a flavor of why one of the example among so many other, which people in France think that somehow there is a type of coup d'etat, and this, for many people this affair is just outright high treason. That's why also viele Leute sagen, dass eine Art Staatsstreich stattgefunden hat in Frankreich, nicht mit dieser Machtübernahme von Macron, und viele machen das fest an genau diesem Beispiel, nicht, wie man eben quasi das französische Tafelsilber hier verscherbelt und eben Leute wie Macron haben diesen Prozess eingeleitet. So now another example of this how people see this type of soft coup d'etat. It's the ultra-liberal agenda adopted in the 90s, plus the entry in the European Union, and all those policies imposed from above. Also viele Leute verankern diese Art neuer Politik in den 90er Jahren mit der neoliberalen Wende. And all of this resulted in this transformation of France from an industrially based, prosperous economy with high qualification. Also Frankreich wurde von einer hochindustrialisierten Gesellschaft mit hohen Qualifikationen runtergefahren. And now basically it's a service economy. Und jetzt ist es eine Dienstleistungsgesellschaft geworden. Yeah, and I just want to show you. Yeah, here it is. Well, this is excuse me, because it is in a. So you see here, it's from the evolution from one century, basically. So this is the agriculture. Also das hier ist die Landwirtschaft. Man sieht die Entwicklung über ein Jahrhundert hinweg. 1911 beginnt es hier. Man sieht also den Niedergang dieser französischen Landwirtschaft. Here the industry. Dort sieht man die Industrie und einen großen Knick um 73 rum. Nicht? And this is the services which have rose like crazy. Und das ist der Dienstleistungssektor. Also das sind genau die Leute, die halt nur an Computern sitzen und die Administration und die Planung machen. Yeah. And this is in more recent. It's in 2014. So you see 25 million of people working in France. Also das ist die arbeitende Bevölkerung, fast 26 Millionen. Even more damning, I would say. Industry represent only this, and still in industry, I don't have now the precise
categories, but it involves a lot of categories which we would not consider as industry. So, ja, also 14% Industrie ist noch übrig geblieben im Jahr 2014 und fast 76% ist eben dieser Tertiärsektor oder dieser Dienstleistungssektor. Und da muss man noch dazu sagen, dass in den 14% zum Teil Sachen noch drin sind, die wir nicht strikt genommen als Industrie bezeichnen können. Yeah, like here, alimentation, beverage, Zum Beispiel Getränke und Nahrungsmittel gehören da rein. And so on and so forth. So, just to give you this idea. And now one other thing which also happened in all those time is the, would you call that, the territorial transformation, reorganization. And this was done really basically under the mandate of the European Union, I must Also auch die ganze Gebietsaufteilung wurde neu organisiert in dieser Zeit, und zwar unter der Ägide der EU. And of course, when you always need modernization in a country, and so it is for France as any other country. But what we got under the guise of modernization is the following. Man braucht eigentlich immer Modernisierung in jedem Land, nicht? Aber das war eben nur ein Vorwand. Unter diesem Vorwand ist etwas ganz anderes entstanden, und hier sehen wir vermutlich diese neue Gebietsaufteilung, nehme ich an. So this is the administrative, territorial reorganization of France as it was, I don't know, 30 years ago or more. It was mainly the department organization. All of these are the different departments. Also die einzelnen, jetzt schweizerisch würden wir sagen Kantone, also Departement, die einzelnen Regionen wurden ganz neu eingeteilt. And I just want to outline that this organization has been done under the revolution, the French Revolution, so as to break away with all the feudal entity. So it had a very specific purpose. Also diese wahrscheinlich ursprüngliche Gebietsverteilung, the original one was made under during the French Revolution. Yeah, it has been, die ursprüngliche Gebietseinteilung ist während der Französischen Revolution entstanden, um eben sich von der Feudalwirtschaft, die vorher herrschte, und diesen feudalen Besitzverhältnissen zu verabschieden. And so, to make a long story short, here is now what we have. The departments are still existing, but they have been sacked, so to speak, of all their prerogatives. They have almost no competence left to them. Mhm. Also, is it right that they formed larger units out of smaller ones? Is that what the map shows? Also sie haben offenbar viele Gebiete zusammengenommen, und man hat diesen einzelnen Regionen viele Kompetenzen weggenommen, und vermutlich dadurch viel zentralistischer wird das Ganze jetzt verwaltet. Yeah. So formally, this division by department still exists, but it has almost no power left. Aha. Also diese Art Föderalismus, der damals existierte mit den verschiedenen Regionen, den gibt es formell zwar noch, aber sie haben praktisch keinen Einfluss mehr. Also es wird alles von Paris vermutlich gesteuert. And this has been done with the purpose of the region, Europe of region, so as to create big region which can be put in concurrence, you say that, in competition, excuse me, one with another. Also das alles geschah im Zuge dieser europäischen Regionen, die die EU schaffen wollte, nicht? Und zwar deshalb, weil man dachte, diese Regionen, die kann man dann gut in Konkurrenz zueinander bringen. Und diese Regionen sind dann zum Teil auch länderübergreifend. Yeah. So what does it mean now concretely for people is that you end up with a situation, well, this map was not the one I wanted, but that's another story. It shows the metropolization of France. Also man zeigt hier
anhand dieser Karte, ich nehme an, these are populations, population density. It's the community, it's a type. Urbanisierung, ja. Das heißt, also man möchte, dass eine Verstädterung, eine zunehmende Verstädterung in Frankreich existiert und sozusagen urbane oder städtische Ballungszentren entstehen. Well, what it's very important is that you see that now, due to because those regions are being organized around metropole, which have a lot of power, and it drives basically what is the name? It takes everything from the rural areas to those places. Also diese Regionen haben sehr mächtige Hauptstädte und die saugen sozusagen die Bevölkerung vom Land weg, nicht in diese Metropolen. Und ja, ich denke, was auch noch wichtig ist, das ist eben dieses Europa der Regionen. Nicht? Sie hat vorher dieses Stichwort gebraucht. Also weg vom Nationalstaat hin zu mächtigen Regionen, die dann leichter von Brüssel aus vermutlich auch verwaltet werden können. So it means very concretely for people that, and if ever you travel to France, you might experience it. You would go, for example, in tiny villages in a remote part of France, and you have a real rural desertification. You have places, and it is in a lot of places, where tiny village, there is nothing left. There is not even a place to a bakery. Also wenn man jetzt durch Frankreich reist, und nicht Frankreich hat ja viele kleine Dörfer und Städte, dann sieht man da eigentlich eine Verwahrlosung, also es entstehen eine Art Geisterstädte, wo es nicht mal mehr eine Bäckerei hat, eben aufgrund dieses Sogs in diese Metropolen. Yeah, and of course it further drove a division of the population, because now you have France of the metropole, you have France of the suburbs, you have France of the peripheric around those, which is yet another type, I would say. Then you have France of the rural world, and they just don't meet. They are living in separate world. Also es gibt da weitere Spaltungen auch innerhalb der französischen Bevölkerung, eben jene, die in diesen Metropolen oder Städten leben, und dann die ganzen Leute, die auf dem Land wohnen, oder jene, die in den Vorstädten wohnen, die haben praktisch nichts mehr miteinander zu tun. So we have really a situation of division, which is of course very bad for a country which is growing. And now in this situation enters Emmanuel Macron. Also während jetzt diese Spaltung herrscht, nicht, und das Land mehr auseinanderdriftet, kommt jetzt diese neue Figur Emmanuel Macron auf den Plan. Who is supposed to embody change. Und er soll jetzt diesen Wandel verkörpern. Now you were certainly told that Macron won by a landslide victory. Und man hat uns erzählt, dass er einen gewaltigen Sieg errungen hat mit hoher Stimmbeteiligung und Now, if you look at the reality, is that it is an election where there was a lot of abstention. The abstention was very high. In Tat und Wahrheit war es eben genau umgekehrt, also die Wahlbeteiligung war sehr tief. Plus, there was also categories of votes which are not accounted, but they do exist, which are nullified votes, plus what we call white votes, which altogether this amounted to 34% of people who went to the poll to vote, but they cast a vote which was not accounted. Also manche der Stimmen wurden aus verschiedenen technischen Gründen und so, die man vorgeschoben hat, gar nicht gezählt, und the voter turnout was 34%. So no, I expressed it badly. You have 25% of abstention. Those people, they remained at home. Then you had a 9% of people who did vote, but for some special reason, this vote is not taken into account in the result. 9% der Leute, deren Stimmen wurden gar nicht gezählt.
Und, glaube ich, 35%, es ging gar nicht zur Wahl. Yeah, so the only votes which are being taken into account are those for the candidates. You know, so when you look, you take Emmanuel Macron and you take his opponent Emmanuel Le Pen, it's 100% of the expressed votes. And you think, oh, well, 60%, that's a lot. But if it means that you have to take also into account the abstention with this special share of vote, and then you realize that Macron was indeed elected with slightly less than half of the population. Okay, also wenn man all das in Betracht zieht, nicht all diese Manipulation, dass eben bestimmte Stimmen nicht gezählt wurden, dann sieht man, dass Emmanuel Macron am Ende mit weniger als der Hälfte von der Bevölkerung als Zustimmung gewählt wurde. And now, if you look at what he did in the 1 year he's in power, if you look at the domestic policy, it's absolutely clear that it's an ultra-liberal agenda. Wenn man jetzt seinen Leistungsausweis in diesem Jahr anschaut, da er jetzt an der Macht ist, sieht man, dass er eine ultraliberale, neoliberale Agenda fährt in Sachen Innenpolitik. And he made laws which really favored rich and even ultra-rich people in a really shameful way. Also er hat Gesetze verabschiedet, welche die Reichen und die Superreichen begünstigen, und zwar auf wirklich beschämende Art und Weise. While at the same time there is a lot of antisocial policies. Und gleichzeitig sind viele seiner Gesetze, die er verabschiedet hat, sehr asozial. Which are being implemented and besides the discussion whether it is necessary or not, the question is that you have a total lack of empathy for the normal people in the population. Und er zeigt wenig Mitgefühl für die normalen Leute, nicht mit ihren alltäglichen Schwierigkeiten, und richtet sich vor allem an die Reichen. So that's one point. Now, if you consider the foreign policy, wenn man nun seine Außenpolitik anschaut, in 2017, you had, remember, if you have looked at it, in end of May 2017, Putin is received by Macron at Versailles. In Mai 2017 wird Wladimir Putin in Versailles durch Macron empfangen. In July 14th, for the national feast, Trump is in Paris, invited to attend the ceremonies of the national fest. Ungefähr zur gleichen Zeit war Donald Trump bei der Nationalfeier anwesend in Paris. January 8th of 2018, Macron is arriving in China for a 3-day visit, and this at a time when, if you remember, coverage in the press for China was not very much favorable to China. Und am 8. Januar ging Macron nach China. So if you see that, you say, well, that's great. At least concerning foreign policy, Macron is doing fine, he's meeting the right people, so it's fine. Jetzt könnte man ja sagen, ja super, wenigstens macht er in der Außenpolitik was Gutes, nicht, und trifft die relevanten Leute wie Trump, Putin und geht nach China. So now if you look at it, you realize that from his trip of China, almost nothing came out concretely from it. Wenn man nun seinen Trip nach China anschaut, dann entstand praktisch nichts Konkretes aus diesem Staatsbesuch in China. Trump, as you know, there was this meeting with a G7 and it was not so good. Und sein Verhältnis mit Trump ist auch nicht so gut, wie es anfänglich aussah, denn man hat das dann an diesem G7-Gipfel sehr deutlich gesehen. And there is only Putin that he met later in St. Petersburg, where there is something more consistent, which is there,
also because it just happens that France has a lot of people working in Russia, and also that there is many companies which have are working present in Russia. Mit Putin sieht es etwas besser aus, dies vor allem deshalb, weil sehr viele Franzosen in Russland arbeiten und es viele französische Firmen gibt, die mit Russland Geschäfte machen. But more worrisome is that Macron was in Australia, he was in India, and here it was just very bad. Und was aber sehr beunruhigend ist, Macron war auch in Australien und in Indien und die Ergebnisse waren desaströs dieser Meetings. And because he decided to side and to defend, and Defense Minister Florence Parly, who was talking recently in a Shangri-La dialogue, just plainly said that France intended to play India and Australia as strategic partners in an axis whose stated purpose is to contain China. It's not too good. Ja, er und sein Außenminister haben dann bekannt gegeben, dass sie den Versuch unternehmen, Australien und Indien strategisch gegen China auszuspielen. Was natürlich mit dem Besuch in China nicht gerade sich sehr gut vereinbaren lässt. And here I won't even mention the bombardment of Syria. Und ich rede nicht mal von der Bombardierung in Syrien, an der sich die Franzosen auch beteiligt haben. I won't mention the fact that our military's capabilities are put at the service of our Emirates friends in Yemen. Und sie möchte auch nur am Rande erwähnen, dass auch im Bürgerkrieg in Jemen stellen die Franzosen ihre Militärschlagkraft den Vereinigten Arabischen Emiraten zur Verfügung, die dort Krieg führen gegen die Bevölkerung. And last but not least, that France has been involved with British in an expedition, so I don't know whether it has been finalized or not, to assert the freedom of navigation in the China Sea. Ja, und die Briten und die Franzosen zusammen sind auch in diesem südchinesischen Meer gegenwärtig und möchten dort auch mitspielen, und zwar gegen die Interessen von China gerichtet. So, the conclusion is that Macron has clearly sided with the forces which in the world defend a geopolitical conception based on balance of power, plundering and ultimately wars. Also Macron hat sich klar in der Geopolitik, in der Weltpolitik auf die Seite derjenigen gestellt, die eben mit diesen endlosen Kriegen und mit dieser sehr einseitigen westlich dominierten Weltordnung die anderen Nationen unterjochen wollen. And that's why it is high time for France to choose the right way. And I think it is possible because, as I told you, there is forces in the population, and even now you have many people who are having second thought about the policies which have been dominant until now. Es gibt unterdessen viele Leute, die sehr kritisch sind in Frankreich gegenüber diesen Entwicklungen, die Macron eingeleitet hat. Und es ist dringend, dass Frankreich eben diese strategischen Weichenstellungen ändert, die es vorgenommen hat in den letzten Jahren. And what is already happening, and this is a reality, is that, and it's an irony if you concerning what I show you concerning the region, I find it pretty ironical, is that now you have some of this region which just decided to make their own policies. If the government don't want to go with China, we are going to go with China. Und die Ironie dabei ist, dass diese neuen Regionen, die da geschaffen wurden, sich zum Teil entschieden haben, ja, wenn die Zentralregierung, also wenn Paris mit den Chinesen zum Beispiel nicht zusammenarbeiten möchte, dann machen wir das ganz autonom als Region. So Lyon is already, since a couple of years actually, is the final destination of trains traveling from Wuhan. Zum Beispiel Lyon, die Stadt Lyon,
Dort ist die Endstation für die Züge, die aus der Region Wuhan kommen, aus China. The northern region of France, which is benefiting from a large facade on the North Sea and the Channel, will start. They did a lot of symposium with China. Die Regionen im Norden, die haben viele gemeinsame Veranstaltungen mit den Chinesen abgehalten und die sind auch dabei, sich eben für diese Seidenstraßenprojekte zu interessieren. In Toulouse, where it is the headquarters of Airbus, and it's a center of French aerospatial industries, is involved since quite a while in a project. Actually, they do have students, Chinese students, who are in the civil aviation school. Also in Toulouse, dort ist das Zentrum, wo Airbus beheimatet ist. Also dort ist diese ganzen Kenntnisse zu Hause und die Industriekapazitäten in Bezug auf den Flugzeugbau. Und die arbeiten auch mit den Chinesen zusammen. And here it is. Here, concerning Marseille, there was a very big event just recently in Marseille with the Chinese, and they just signed an agreement with Shanghai Harbor. Also in Marseille gab es eine wichtige Konferenz und die haben eben einen Vertrag unterschrieben mit dem Hafen von Shanghai. Yeah, because this is a big harbor, is the first prime harbor of France. Denn das ist der größte Hafen von Frankreich. And as you can Marseille. see, it's a direct connection, you know, through the Rhone and different train to the rest of Europe. Also über die Rhone hat dieser Hafen eine direkte Verbindung mit dem Rest Europas. Yeah, here is Lyon, Dort Switzerland. ist Lyon, da drüben die Schweiz. And here, that's another example. Here is a map of the submarine cables. And as you see, Das ist eine Landkarte der Kabel, die im Meer verlegt wurden. yeah, and Marseille is, oh, excuse me. And Marseille is just sitting at a very strategic point, which is very interesting for a cooperation with the Chinese. Von daher ist Marseille eben als dieser Hub sehr interessant für die Kooperation für die Chinesen. And I really have good expectation about Franco-Chinese cooperation for many reasons, among them historical reasons. Das ist aus verschiedenen Gründen sehr optimistisch, was die Kooperation von Frankreich und China anbelangt, und ganz besonders aus historischen, aus geschichtlichen Gründen. First of all, Marseille, for example, is the place where Chinese would come to France, would arrive. That would be their first Also entrance. Marseille war schon immer das Eingangstor für Chinesen, die auf dem Kontinent was machen wollten. But one other thing is also that from the period from 100, oh my goodness, 1902. yeah, right, to 1927, there was 4,000 Chinese, young Chinese, who came to France to study and work in a tiny city called Montargis. Es gab schon zwischen 1902 und 1927 4.000 junge Chinesen, die nach Frankreich kamen, um in einer kleinen Stadt namens Montargis zu studieren. Many of those young people later become very famous in China and abroad. Viele von diesen 4.000 Leuten wurden später sehr berühmt in China und auch im Ausland. Like Zhou Enlai or Deng Xiaoping, among others. So, Zhou Enlai war einer von ihnen und Deng Xiaoping, nicht der später dann der Parteivorsitzende wurde. Us recognize a guy called Chen Duxiu, who is known as the father of Chinese communism. Und da gibt es einen Mann namens Deng
Duqiu, der als Vater des chinesischen Kommunismus bekannt wurde später. He said, without France, I don't know in which obscurity we would be living today. Er sagte dann, ohne Frankreich wüsste ich nicht oder wüssten wir nicht, in welcher Art von Dunkelheit wir heute in China leben würden. And this is something which is still very present. We could see it in China. And now the other event, which is also very important, is the recognition, official recognition of China in 1964 by de Gaulle and the establishment of diplomatic relations. 1964 hat der französische Präsident damals Charles de Gaulle China anerkannt, die Volksrepublik China, und hat diplomatische Beziehungen aufgenommen. Yeah. It's important because it was the first country which would recognize Das China. war wichtig, denn Frankreich war das erste Land, das China anerkannt hat. And and I think it is very important. And in China, this recognition by de Gaulle is something which has really a very deep importance, so that every Chinese ambassador who is coming to France makes a pilgrimage at Charles de Gaulle House. Also das ist für die Chinesen von großer Bedeutung, so dass eigentlich jeder Diplomat, chinesische Diplomat, der nach Frankreich kommt, eine kleine Pilgerreise zum Haus von Charles de Gaulle unternimmt. Also man rechnet ihm das hoch an, dass sie die ersten waren, die China anerkannt haben. Yeah, pilgrimage is perhaps a very strong word, but I mean, in a way they pay their respects. Yeah, right. Yeah. But and I think it's very interesting because if you concerning de Gaulle, as you might know, his idea, his foreign policy was what we called entente, détente et coopération. I would translate that as mutual understanding, easing of tension and cooperation. Also Charles de Gaulle hatte sein eigenes Konzept internationaler Zusammenarbeit, und da ging es darum, eben Spannungen abzubauen, eben miteinander zu kooperieren. Ja, mutual understanding. Und gegenseitig, einander gegenseitig zu verstehen, aufeinander zu hören, einander zuzuhören. This conception is really the direct expression and continuation of the ideas upon which the Westphalia Treaties were based, also das ist Claudio mentioned earlier. Eine Fortsetzung dieser Ideen des Westfälischen Friedens, von denen schon Claudio Celani geredet hat. Das ist wie ein Update davon. Yeah. It's also the expression of Nikolaus of Cusa, coincidence of opposites. Das entspricht auch den Ideen von Kardinal Nikolaus von Kues. Und what was his concept? Exactly? Coincidence of the opposites. Also das Zusammenfallen oder der Gegensätze, dass die Gegensätze sich irgendwie aufheben. And now in China, there is a conception which has been the pillar upon which rose the Zhou dynasty. It lasted 1000 years, basically. Und in China wurde auf den gleichen Prinzipien diese Dynastie der Zhou hat sich darauf berufen. Yeah, and it's very important to outline that this conception allowed this dynasty to continue during almost 1000 years, and this was basically 1000 before Christ, I believe, something like that. It was before Confucius. Also diese Zhou-Dynastie hat fast oder gut 1000 Jahre regieren können, weil sie eben dieses Prinzip, das auch Claudio erwähnt hat, nicht, dass man immer den Vorteil des anderen im Auge hat, weil sie dieses Prinzip als Zentrum ihrer Staatsdoktrin hatten. Und das war aber in sehr früher Zeit, also noch vor Konfuzius, ungefähr 1000 vor Christus. And to make it very short, this conception considers that everything must unite under the skies, and it has to include everyone. There is not someone who has to be left aside.
even what is in opposition must be united. Also dieses Prinzip, das diese Dynastie sich zu eigen gemacht hat, das wir eben bei Nikolaus von Kues wiederfinden und bei Charles de Gaulle, da geht es eigentlich immer darum, alle ins Boot zu holen. Es ist inklusiv, miteinander. Man sucht die Einheit, das Verbindende und nicht das Trennende. So I think this conception is clearly expressed in what President Xi Jinping said at the Shanghai Cooperation meeting in Qingdao when he called to build a world open, inclusive, clean and beautiful, enjoying a lasting peace, a universal security and common prosperity. Also Xi Jinping hat an der Shanghai Cooperation Organization Veranstaltung, von der wir vorher auch schon gehört haben, gesagt, eben, wir wollen eine schöne, eine saubere, eine Welt der Zusammenarbeit und des gegenseitigen, der gegenseitigen Wertschätzung und des einander Voranbringens erschaffen. And this was a spirit which guided Charles de Gaulle, a spirit of attention and curiosity to the other, of which President Macron bears only the appearance. Okay, und Macron tut zwar so, als ob er sich diese Prinzipien auch zu eigen gemacht hat, aber es ist nur Schein, während Charles de Gaulle wirklich auch diese inklusive Politik, die auf Neugier auf den anderen basiert, vorangetrieben hatte. And so that's why, to conclude, that's why I'm very optimistic concerning what we can do in France, because our job is to I would say awake, but in a way it's already awakened. We have to make that those forces which exist in France just get more and more stronger in a way. Also es ist eigentlich sehr viel Positives da in Frankreich und deshalb ist sie auch optimistisch. Also es gibt viele positive Ressourcen und man muss einfach jetzt die Kräfte vereinen, eben um diesem neoliberalen System etwas entgegenzusetzen. So that's it. Thank you very much. Thank you.